Und dann ist die Petra mit mal reingekommen. Schnell, schnell, raus hier. Ich habe ja unten gewohnt, nebenan, bei der Kapelle, im Haus dann, ne? Und da kam das Wasser schon. Ja. Dann bin ich raus. Ich habe, glaube ich, gar nichts mitgenommen. Das morgens, ne, kriegten wir Bescheid. Das Nötigste nur zusammenfassen, mitnehmen. Und dann sind wir ins Schützenhaus gekommen oder Lindenhof. Dann war irgendwann das Licht total weg. So, und dann komme ich nicht mehr weg. Man hat mich mit der Rettungsmatratze aus dem ersten Stock nach Parterre geschafft, weil ich ja nicht laufen kann. So, und dann da unten in so einen Rettungsstuhl gesetzt. Und dann haben sie mich durch die Gegend getragen, bis an die Waden im Wasser. Wenn die da durchging, geht die Tür ja auch nicht auf, weil ja kein Strom da war. Auch habe ich Panik gekriegt. Ja, sonst ist so, meine Möbel, alles weg. Alles. Ich habe gar nichts mehr. Ich hatte ja eine Couch und Sessel. Was haben wir noch? Oh, meinen schönen Schrank, meine Vitrine. Alles weg. Alles weg. Meine Alben, meine Bilderalben von den Hochzeiten, von meinen Enkelkindern, alles abgesoffen. Kannst ja nichts mehr ändern, ne? So ist es doch. Naja, und die Kinder haben gesagt, Mutter, du gehst da nicht mehr hin. Die sind ja mit Gummistiefeln drin gewesen, haben ja meine Garderobe im Schrank, was oben war, das ging ja noch, ne? Aber das unten war, das war ja so schlimm im Wasser. Haben sie gesagt, ich hab's ja nicht gesehen. Ja, so war das. Jetzt schauen Sie, was ich da jetzt noch so sagen soll. Nee. Ist vergessen und ist vorbei. Für mich sollte es noch nicht vorbei sein. Eigentlich fing es für mich gerade erst an. Mein Name ist Sabine, 42 Jahre, Lehrerin an einer Hauptschule. Diese Geschichte beginnt für mich im Sommer 2018. Blicke ich zurück, war es eigentlich ein Zufall, der mich Teil dieser außergewöhnlichen Geschichte werden ließ. Wie erfährt man von außergewöhnlichen Geschichten? Manchmal durch Nachrichten aus der Zeitung und manchmal durchs Radio. Ausrichter der Löwenherz-Tour 2018 ist der Verein Friends for Life. Wer ist Friends for Life? Friends for Life sind eine Gruppe von Sportlern aus dem Raum Braunschweig. Löwenherz-Tour. Der Name für dieses Radfahr-Inklusionsprojekt. Begeistert hörte ich, wie die Idee entstanden ist und wie das Team zusammengesetzt sein wird. Entstanden ist die Idee eigentlich nach einem Race Across America, was wir mit den Radfahrern mit geistiger Behinderung gemacht haben. Das sind Radfahrer der Special Olympics, die auch schon an Olympischen Spielen teilgenommen haben. Und da habe ich mir gedacht, warum nur in Amerika? Sowas lässt sich doch sicherlich auch in Deutschland gut machen. Dann habe ich immer überlegt, irgendwo sollte es eine plakative Runde sein. Nicht einfach nur durch Deutschland fahren, hoch und runter, rechts und links. Bin dann aufs Herz gekommen, habe mir das durchgerechnet, was ist machbar. Und so sind wir jetzt auf eine Strecke von 2800 Kilometer gekommen. 2800 Kilometer mit dem Fahrrad. In nur 7 Tagen. Unglaublich. Für mich als sogenannten Normalen nicht zu schaffen. Ich, deren sportliche Leistung sonst darin besteht, von einem Klassenraum in den nächsten zu hetzen. Undenkbar. Ich spürte eine riesige Motivation, Teil dieser Reise zu werden. Zum einen interessiert mich die sportliche Leistung, zum anderen ein wirklich inklusives Team kennenzulernen.
Inklusion, für mich bisher nur aus dem schulischen Kontext bekannt. Jetzt ergibt sich einmal die Chance, Inklusion wirklich mitzuerleben. Werden Unterschiede und Barrieren zwischen den Teilnehmern erkennbar sein, so wie es im System Schule der Fall ist? Oder entfallen sie, wenn alle ihren Neigungen und Interessen folgen? Wie werden die Teilnehmer unter solchen Extrembedingungen miteinander umgehen? Wird es Unsicherheiten geben? So wie man sie in der Gesellschaft oft noch vorfindet? Unsicherheit beginnt doch oft schon bei der Wahl der vermeintlich richtigen Worte. Darf man Behinderte sagen? Oder Gehandicapte? Oder Menschen mit Behinderung? Nenne ich mich denn Mensch ohne Behinderung? Weil es geht oftmals, wenn man darf schon nicht Behinderte sagen. Aber die Leute, die mit Behinderten umgehen... Gehandicapte vielleicht besser aus. Ja, das ist was das Englisches, aber nichts anderes, sagt's aus. Ja? Das hört sich ein bisschen anders an. Ja, das hört sich anders an. Und die Leute, die mit den Behinderten umgehen, die sagen auch Behinderte. Ich kann nicht immer Radfahrerinnen und Radfahrer mit geistiger Behinderung, das kann ich nicht immer sagen, dann komme ich nie zu Wort. Das ist ja auch lustig, da denke ich gerade, wie ich wieder Behinderte höre, immer die Frage danach, wenn ich das erzähle, ja, was sind denn das für Behinderte? Wie sind denn die behindert? Ich sage, komischerweise stellt auch keiner, wie bist denn du normal? Also das ist auch eine große Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass man bei Behinderten immer eine Einteilung haben will. Aber wir auch nicht einteilen nach dem Motto, guckst du schon Frauentausch oder bist du noch nicht so weit? Also das ist, finde ich immer interessant auch. Das ist ja auch ein Sinn und Zweck der Sache, zu zeigen, zu was Behinderte in der Lage sind. Wird denn vor der Tour trainiert? Wir haben schon einmal trainiert, wir trainieren eigentlich immer. Wir hatten eine große Runde jetzt, da haben wir uns das beste Wochenende ausgesucht, was es gab. Wir hatten einen Jahrhundertfrühling. Wir haben uns aber ein Wochenende ausgesucht, wo es 8 Grad war und geregnet hat nachts. Da sind wir von Samstagmittag bis Sonntag früh 355 Kilometer gefahren in knappen 28er Schnitt. Das war ein richtiger Höllenritt. Und da gibt es nicht einmal Zuckerei von denen und sagen, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also, die fahren einfach durch, ohne Jammerei. Danke. Die Radiosendung beschäftigt mich noch am nächsten Tag. Ich schreibe Thorsten Bierwisch an. Er ist der Initiator der Löwenherz-Tour. Thorsten erzählte mir von dem Spendenziel der Tour. Das inklusive Löwenherz-Team sammelt Geld für die Flutopfer des Theresienhofes in Goslar. Diese Reise verlangt geradezu danach, dokumentiert zu werden. Vorne, da war er noch. Immer locker, immer ruhig. Was ist denn da passiert, Matthias? Ein Loch und das raus. Gell? Nee, bei mir nicht. Fertig! Gemeinsam neue Wege befahren. Gemeinsam Probleme anpacken. Im Kleinen beginnt, wie bei einem geplatzten Reifen. Wie muss eine Gesellschaft strukturiert sein, damit jeder Mensch so akzeptiert wird, wie er oder sie ist? Damit die großen und die kleinen Lebensziele gemeinschaftlich erreicht werden. Erzähl mal, wie war es? Ja, es war gut, hat Spaß gemacht und... Wie, schon wieder Spaß gemacht? Natürlich, immer. Und dass es nachher irgendwann noch weitergeht. Und merkst du es im Bein? Wie ist es jetzt von der Kondition? Ein bisschen. Die Radtour lässt mich in einen Mikrokosmos eintauchen, der mir genau diese Voraussetzungen zeigt. Bleibt die Frage, ob das, was bei 15 Menschen funktioniert, auch bei 80 Millionen in Deutschland funktioniert. Entscheidend sind die Akteure, die mitwirken und deren Einstellungen.
Mir fallen sofort die Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Menschen auf, die sich im Verlauf dieser Reise als Hauptzutaten für den Zusammenhalt herausstellen werden. Thorsten, so habe ich ihn kennengelernt. Ein Mann, viele Worte, direkt, humorvoll, manchmal ironisch, unkompliziert. Kommst du hier gebürtig her? Nee. Ich habe ja gewohnt an der also zum Feind, an der Grenze zum Feind da gewohnt. Ja. Und an der Freundesgrenze zu den Polen, unsere Brüder, da musste ich dienen. Wir hatten totale Schackerten die. Immer den Überblick bewahrend, verantwortungsvoll. Das Herz am rechten Fleck. Mit Sinn für Gerechtigkeit und einem eisernen Willen. Quasi ein Mann zum Drahtesel stehlen. Beste Voraussetzung für ein Inklusionsprojekt. Aber letztendlich ist nicht alles planbar. Ich wünsche mir für die Tour und für alle Beteiligten, dass wir heile und gesund durchkommen. Das sollte erstmal oberstes Ziel sein, dass wir unsere Idee der Inklusion, des Gemeinsamen an viele Leute projektieren können, dass viele Leute merken, Mensch, was geht, dass viele Leute auch vielleicht begreifen, dass Menschen mit geistiger Behinderung auch immer noch für andere Leute was tun können und nicht immer nur bemitleidet werden müssen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Flamme auf! Pippa. Eine Frau der wenigen Worte. Noch nie habe ich einen Menschen kennengelernt, der all seine Emotionen über Mimik und Gestik ausdrücken kann. Pippa faszinierte mich von Beginn an. Ich kann meine Blicke kaum von ihr wenden. Ihr Gesicht lädt mich immer wieder zum Lesen ein. Ist es nicht oft so, dass wir uns unsere erste Meinung sehr schnell durch den ersten Blick bilden? Pippa zeigt, wie schnell man falsch liegen kann, wie wir später noch erleben werden oder welche sportlichen Fähigkeiten würde man so einer zierlichen Person auf den ersten Blick zutrauen. Katrin und Henrik sind die Eltern von Pippa. Katrin ist eine Frau der emotionalen und offenen Worte. Sie schafft eine Atmosphäre der Vertrautheit und Sicherheit. Sie lässt uns teilhaben an ihrem familiären Leben und wie normal es sein kann, wenn man alle Mitglieder der Familie normal sein lässt. Weiter, immer einen Schritt weiter und schauen, wie es gehen kann. Das Gleiche gilt für Henrik. Ich spürte sofort eine Verbindung. Humorvoll, warmherzig, realistisch, hilfsbereit, sicherheitsgebend. Ein Familienmensch. Jederzeit offen, neue Menschen an seinem Leben teilhaben zu lassen. Ein Leben, das nicht jeder als normal bezeichnen würde. Aber wer maßt sich eigentlich an, Normalität zu definieren? Wir biegen das schon weg, ne? Aber wir fahren immer schön der Sonne entgegen. Was man habt ihr. Auch für euch kommen noch ein paar knifflige Ecken. Jede Geschichte braucht ihre positive Grundstimmung. In unserer heißt sie Henning. Immer gut gelaunt, immer mindestens einen Spruch auf den Lippen, mutmachend, verständnisvoll. Ein echter Motivator. So einen braucht man in jedem Projekt. Ey, Hammerstrecke, schöner Rückenwind. Super, ne? Kevin jammert, dass so langsam ist, ey. Ja, 40 sind wir auch schon gefahren. Komm her, da hab ich gesagt, Kevin schon mal 40 gefahren und dann sind wir schön bergab nochmal eine Runde, war geil. Oh, danke. Kennengelernt habe ich Kevin als sehr ruhigen, zurückhaltenden, unsicheren jungen Mann. Im Verlauf der Reise blühte Kevin auf. Redselig, witzig, spontan, mutig, selbstsicher, anteilnehmend, einfühlsam, über sich hinauswachsend. Dabei kam so manches verborgenes Talent zum Vorschein. Was für eine Entwicklung. Matthias, optimistisch, immer das Positive einer Situation sehend, kontaktfreudig. Das ist Matze. Von diesem Menschen und seiner Sicht auf das Leben können wir alle noch viel lernen. Schon aufgeregt? Also wegen Mindelheim ein bisschen, ne? Ja, das können wir. Roland. Auf der Tour von allen Rolando genannt. Nichts scheint ihn aus der Ruhe zu bringen. Auch als die Tour einen nicht von ihm erwarteten Verlauf nahm, schien er gefasst. So, lass mal eine Pause, gerade erstmal nicht und guck, wie es morgen aussieht. David. Ein hilfsbereiter junger Mann. Humorvoll und ehrgeizig. Durch den Sport hat er schon viel von der Welt gesehen.
Amerika, China, demnächst Dubai. Immer dabei seine ehrenamtlich engagierten Eltern Roland und Mechthild. Banane? Banane? Ja, es geht bei dem Thema Inklusion um eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. Wie leben wir eigentlich zusammen? Wie schaffen wir es, dass wir in unserer Einzigartigkeit, in unserer Unterschiedlichkeit gut miteinander leben können, gemeinsam leben können? Egal, wo wir herkommen, was für eine Einstellung wir haben, ob wir ein Handicap haben oder nicht. Das wird das ganz große Thema sein in unserer Gesellschaft. Und alles, was dem dient, alle Unternehmungen, alle Zeichen dafür sind herzlich willkommen. Und die Löwenherz-Tour ist ein mächtiges Zeichen in diese Richtung. Dass man zusammen ein ganz, ganz großes Ziel sich vornimmt. Fast 2800 Kilometer miteinander zu fahren, mit Menschen mit und ohne Handicap. Eigentlich etwas, wo ich sage, das geht doch gar nicht. Aber das sagen viele zum Thema Inklusion. Und wir werden zeigen in dieser Woche, das geht. Das funktioniert, wenn man zusammenhält, wenn man sich respektiert, wenn man Acht gibt aufeinander. Dann kann man so eine große Tour schaffen, eine großartige Tour, die möglichst viele Herzen öffnet und dann wieder zurückführt in unsere Löwenstadt. Dafür drücke ich die Daumen und deshalb bin ich heute gerne hier. Genauso wie politische Statements sind visionäre und gut gedachte Gesetzestexte die eine Sache. Das Tun eine andere. Das Recht, gleichberechtigt zu leben, ist in der Geschichte ein langwieriger Prozess. Oft wie ein Kampf David gegen Goliath. Aber kämpfen lohnt sich. Und das Tun auch. Das Löwenherz-Team kämpft. 15 Menschen setzen Impulse und leben Gleichberechtigung in dieser Woche. Neben dem Willen eines starken Teams gehört aber auch Gemeinsames zur Inklusion. Im Löwenherz-Team ist das Radfahren der kleinste gemeinsame Nenner. Aber warum eigentlich Radfahren? Irgendwann habe ich gemerkt, dass Sport nur immer zu versuchen, so schnell wie es geht von A nach B zu kommen, doch nicht die Erfüllung ist. Dann bin ich zum Triathlon gekommen, um auch abwechselnd was zu machen. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Dann hatte ich die Chance oder habe mich qualifiziert für den Ironman Hawaii und bin dann auch aufgenommen worden in den Verein Friends for Life. Und wir machen ja nun Radsport, Sport, Laufen, Sport eigentlich für soziales Engagement. Wir verbinden das immer mit den Leuten, für die Leute. Davids Talent wurde in der Schule erkannt. 11 Jahre war ich da. Mit einem Lehrer zusammen. Mit dem Schäuble. Der hat gemerkt, dass du ein guter Radfahrer bist. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann habe ich immer weiter trainiert. Und dann bin ich irgendwann im Verein reingegangen. Und die haben mich dann auch übernommen halt, dass die
Mit meinem Vater war ich dort und er hat dann gesagt, er ist geistig behindert. Dann kann ich bei denen halt mittrainieren und dass ich den kleinen Kids dann auch noch ein bisschen unterstützen tue und so Hilfestellung machen. Genau. Auch Rolando kam schon früh mit dem Rad in Berührung. Ich selber bin mit circa, ich würde mal sagen, 13, 14 Jahren damals noch nicht zum Radsport gekommen, aber ich habe gesehen, dass bei uns im Dorf, in dem ich groß geworden bin, doch einige ein Rennrad hatten, also ältere Erwachsene. Und da bin ich einfach spaßeshalber mit meinem damaligen Jugendrad mitgefahren. Also ich hatte noch kein Rennrad und nichts weit entfernt von Helm und Radausrüstung. Und das hat mich einfach so angemacht und fand ich so toll. Und ich bin auch damals schon ganz gut mitgekommen mit den Sportlern, dass ich mir gesagt habe, das ist was mir einfach sehr gut gefällt. Seit wann fährst du denn eigentlich Fahrrad? Von klein auf so. Aber wo ich klein war, bin ich auch immer umgeflogen, weil da sind wir im Hof drin. Und auch später sind Radtouren eigentlich größer geworden. Der erste Abschnitt der Herztour. Klenze, Prezier, Grambow, Dummersdorf, Greifswald, Pasewalk, Korin. Und nach 36 Stunden die erste Übernachtung. Die Radfahrer bilden 2 Teams, die sich alle 100 Kilometer abwechseln. So ist Tag und Nacht immer ein Team auf der Straße. Begleitet von je einem Pacecar, das die Teams auf der Straße begleitet, absichert und das nötige Bordwerkzeug mitführt für alle Eventualitäten. Lockere Speichen führen zu einem ersten Zwangsstopp. Ob sich Thorstens Befürchtungen bewahrheiten werden? Und das war vielleicht auch dein Knacken vorhin. Aber ich glaube, damit wirst du nicht viel Freude haben auf der Tour, jetzt mit dem Rad. Ja, weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht nicht die einzige ist, die da... Ist das ein neues, ne? Wo hast du das gekauft? Ja, das ist dann wieder ein Nachteil. Ersatzräder mit, kannst du wieder nicht einbauen. Fahrradreparaturen gehören zur Routine. So befindet sich das Team nach einigen Minuten wieder auf der Strecke. Schnell greifen Routinen ineinander. Jeweils ca. 12.000 Kilokalorien benötigen die Sportler pro Tag. Fahren, essen und erholen. Ein sich ständig wiederholender Rhythmus. Fehlt noch das Entsorgen. Rustikal und wenig zimperlich sind die Teilnehmer. Ist es nicht so im Leben? Alle haben ihre individuellen Bedürfnisse. Aber am Ende benutzen wir alle dasselbe Papier. Die erste Nacht. Die Körper schreien nach Schlaf. Bei den Radlern und auch allen anderen. Den Radfahrern auf der Straße weht ein frischer Wind um die Nase und die Gedanken von Matthias und Henning kreisen. Ja, da denkt man auch viel, was halt in einem Kopf rumgeht. Ach, weiß ich, wenn man zum Beispiel Streit hat oder irgendwie, oder wenn man was Tolles erlebt hat oder so, das ist auch im Kopf drin beim Radfahren. Ja. Denkt man an die Heimat, vor allem wenn man wo ist, wo man sich nicht so auskennt. Ist Heimat für dich wichtig? Das ist mir auch sehr wichtig. Aber das ist auch schön, wenn man mal zwischendrin mal woanders nachkommt, um ein bisschen was anderes noch sieht. Die Gegend hier, ja, das ist auch mal ein tolles Erlebnis. Oder guck nachts einfach hoch in den Himmel und sehe Sterne und sage, das ist es. Dass man eigentlich zum Glücklichsein gar nicht so viel braucht, wie man immer denkt. Also materiell, und das ist einfach die Kleinigkeiten im Leben, dass man das von diesen Teammitgliedern, von diesen Leuten einfach
lernt zu schätzen, dass es wirklich die Kleinigkeiten sind, die wirklich im Leben zählen. Brutal, ne? Ja, echt brutal. Freie Bahn mit Marzipan, ne? Freie Bahn mit Marzipan. Das, was mich auch wirklich bewegt und berührt, das hatte ich bei uns im Team auch schon gesagt, dass ich ganz viel mit rausnehme, auch für den Alltag. Dass man wirklich lernt, oder dass man von den Menschen einfach lernt, dass es nicht wichtig ist oder dass es nicht unbedingt wichtig ist, was immer andere Leute von einem denken. Dass ich meine Steuer machen muss, dass ich ein dickes Auto vor der Tür habe, sondern einfach diesen Moment mal genieße und einfach mal sage, so, ich fahre jetzt hier in einer Gruppe mit tollen Menschen durch Deutschland. Den Teilnehmern in den Fahrzeugen weht währenddessen ein nicht so frischer Wind um die Nasen. Verschwitzter Körpergeruch erfüllt den Fahrzeugraum. Ganz natürlich nach Hunderten von Kilometern auf der Strecke. Stinkst du wie so ein Toilettenstein danach. Diese Situationen erfordern viel Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme. Außerhalb unseres Mikrokosmos geht es bei Inklusion zwar weniger um Körpergerüche, sehr wohl aber um Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme. Das Ausmaß der Belastung bahnt sich langsam an. Beim Race Across America zu 4 bis zu 6 Stunden am Tag auf dem Fahrrad. Jetzt fahren wir zwischen 8 und 10. Also das ist schon noch mal, eine Nummer. Ich jetzt mal Mit den ersten Sonnenstrahlen kehrt die Energie zurück. Aber die Nacht hat deutliche Spuren hinterlassen. Bei Mensch und Material. Es bedarf wenig, um beides instand zu setzen. Etwas Kaffee und ein frisches Brötchen. Der Teamchef zieht erste Bilanz. Nee, also ich muss sagen, schon ein bisschen im Arsch. 300 Kilometer. Gefahren jetzt über 300 Kilometer, ein 30er Schnitt. Ist schon ein Hammerritt. Vor allem sehen, wo man gebraucht wird und anpacken. Einander unterstützen. Jeder nach seiner Fasson. Das beobachte ich immer wieder. In Pasewalk springen Arne und Roland als Fahrradtechniker ein, als Kevins Gangschaltung ausgefallen ist. Alle arbeiten Hand in Hand. Anderen die Hand reichen. Eine Eigenschaft, die in unserer Ellenbogengesellschaft immer mehr verloren geht. Jeder ist sich selbst am nächsten. Höher, schneller, weiter. Wie im Hamsterrad. Machen, machen, machen. Keine Zeit für den Mensch als Individuum. Der Mensch soll bzw. hat zu funktionieren. Gift für Inklusion. Und dann hast du die Schule zu Ende gemacht und jetzt arbeitest du ja. Ja, genau. Was arbeitest du? Als Lagerist beim Obi-Markt in Waldshut. Und wie bist du an diesen Job gekommen? Da meine Eltern haben da auch geholfen, besucht haben. Erst wollte ich gar nicht dahin gehen, weil ich da sehr viel vom Vorgänger, viele Sachen gehört habe, was die mit dem machen wollten und so. Und dann haben wir gefragt bei der Gemeinde. Würden sie mich schon gerne nehmen, aber die brauchen halt auch die, wo LKW-Führerschein haben überall gefragt und so. Die nehmen auch keiner. Straßenbauamt habe ich gefragt, die schaffen an der Straße und so. Und ja, da war ich halt beim OB gelandet jetzt. Und gehst du da gerne hin? Ja, auch gerne, aber die müssen halt auch so sein, wie ich bin und nicht alles auf einmal sagen, immer ein für ein Arbeit machen soll.
Corinne. Für 10 Stunden etwas Komfort. Beim gemeinsamen Grillen versorgt Henrik das Team fürsorglich. David und Matthias freuen sich auf ein richtiges Bett und Gespräche. Ein langer Abend wird es aufgrund der zeitigen Fortsetzung der Tour jedoch nicht. 4:45 Uhr an den Auto. Ja. Wir müssen die Fahrräder locker schrauben. Wir müssen erstmal Eugen wach kriegen, damit er dieses Schloss aufmacht. Da unten. Nee, das macht das nicht. Oder so. Schlüssel. Bald kehrt Ruhe ein. Nicht jedoch in meinem Kopf. Mein Gehirn verarbeitet Eindrücke, Bilder und Emotionen. Wer sind diese Menschen? Wie leben sie? Persönliche Fragen über Kindheit, Schule und ihr heutiges Leben schießen mir durch den Kopf. Nach dem Gesetz gelten Menschen dann als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen. Dies traf 2013 in Deutschland für mehr als 10,2 Millionen Menschen zu. Das heißt jeder 8. Bundesbürger. So nüchtern und sachlich wie die gesetzliche Definition klingt, steht dahinter im ersten Moment immer ein persönliches Schicksal. Wie lernt man damit zu leben und vor allem ein erfülltes Leben zu leben? Henrik, Katrin und Pippa ist dies gelungen. Sie haben ihren ganz eigenen Bauplan für ein glückliches Leben entworfen. Ja, bei uns, weil wir auch so ein Modell haben in der Familie, wie wir leben, über 3 Generationen in einem Haus. Da sind dann Kinder dazugekommen in diese Familie, unsere eigenen, auch die Kinder von meinem Schwager und meiner Schwägerin. Unser eigenes Kind, das erste, Philippa, hat eine geistige Behinderung. Und da war für alle am Anfang gleich immer klar, so, es geht einfach weiter. Ja, wir machen uns keine großen Gedanken, weil es natürlich auch am Anfang, sie war sehr klein als Säugling, auch relativ normal noch lief, nachdem man irgendwie mitbekommen hatte mit dieser Geschichte im Krankenhaus, mit einer Herpesinfektion und einer Gehirnentzündung, dass da vieles vielleicht nicht so ist in Zukunft bei dem heranwachsenden Kind, wie es vielleicht bei anderen normalerweise ist. Lief am Anfang aber relativ normal, aber immer mit dem Gedanken, doch es ist vielleicht irgendwann anders. Und daraufhin haben wir uns einfach gesagt, unsere andere Tochter kam auch ein Jahr später gleich hinterher, wir nehmen es so, wie es ist, wir gucken, wie es funktioniert. Sie wächst mit ihrer Schwester, mit den anderen im Hause auf und gucken einfach, wie das funktioniert. Und das war einfach mal so ein Mitnehmen, was ich gesagt habe, wir nehmen sie mit, egal was wir machen, wir probieren was und gucken, wo die Grenzen sind. Und so hat sich das im Prinzip so mittlerweile durchs ganze Leben durchgezogen, sie ist mittlerweile 27 Jahre alt. Und wir versuchen immer noch mal einen Step dran zu hängen, um zu gucken, was funktioniert, was geht, wie weit können wir mit ihr irgendwelche Dinge gestalten, wo sie Freude daran hat und wo wir auch merken, da kommt vielleicht so ein bisschen was zurück. Und das ist so der Ansatz. Also Inklusion ist einfach machen, loslegen und es leben. Ne? Alter Falter. Das war ja crazy. Aber ist doch schön, dass immer aus dem Nichts dann auf einmal einer auftaucht, der den so einen Job übernimmt. Bei Philippa ist es halt so, dadurch, dass man ihr vielleicht die geistige Behinderung nicht sofort ansieht, weil sie halt von der äußerlichen Erscheinung erstmal normal wirkt und dann sich vielleicht irgendwie doch anders zeigt. Und dann kommt es natürlich zu manchen Situationen, wo manche Leute das vielleicht dann irgendwie nicht richtig deuten können. So, das war als Kleinkind schon manchmal so oder als Jugendlicher, mittlerweile halt im Erwachsenenalter auch so, dass sie sich dann irgendwann mal anders verhält. Das ist für uns manchmal einfacher, aber für die anderen, die so antreten, gibt es da auch gewisse Schwierigkeiten. Und das ist, wenn einer stärker gehandicapt ist und nach außen das deutlicher sichtbar ist, ist es für viele schon einfacher, vielleicht damit auf Distanz umzugehen. Aber das ist ja letztendlich auch das, was wir gar nicht wollen. Es soll ja diese Inklusion stattfinden, dass man einfach mit den auch Gehandicapten, alle die ein bisschen anders sind, einfach normal mit umgeht und darauf zugeht und versucht mit den Leuten auch so normal umzugehen wie mit jedem anderen auch, mit seinen Macken und Ecken und Kanten, die er hat. Und deswegen gibt es viele Beispiele auch, wo man sagt, Mensch, ja okay, das war jetzt nicht so toll, wenn einer drauf zukam und hat gesagt, was hat die denn eigentlich?
Ne? Hat die eine Macke oder ist sie bekloppt oder wie auch immer. Kinder untereinander sind da ja auch ein bisschen ganz anders. Die ticken ja auch ganz anders. Die sind ja auch mal ernst und können auch hart gegeneinander sein. Aber auch Erwachsene bringen das manchmal rüber. Aber letztendlich muss man da auch wieder ganz entspannt mit umgehen, so wie wir das hier auch in dieser Gruppe sehen und auch mit vielen, wo wir unterwegs sind im Sport mit gehandicapten Leuten. Die können auch über sich selbst Witze machen. Über ihr Handicap, über ihr Anderssein, ja, und lachen darüber auch. Wo viele andere, wenn er irgendwie eine Einschränkung hat, wenn du darüber einen Witz machst, schon immer sagst, jetzt muss den Kopf einziehen, das kommt jetzt nicht so gut an. Nee, die sind anders, die gehen da anders mit um. Am Anfang der Reise waren noch die vielen Gedanken, ob man Begriffe wie behindert, normal, gehandicapt überhaupt benutzen darf. Im Gespräch mit Henrik verblassen sie. Ein Gefühl der Entspannung macht sich in mir breit. Als Vater, der am Thema nicht näher dran sein kann, benutzt er diese Begriffe wie selbstverständlich, als seien sie eben ganz normal. Ich habe zu den Beinen gesagt, motivierend ist ja auch, wenn wir früher am Wechselpunkt sind, haben die anderen weniger Pause. Kleinen Sticheleien, aber das ist doch schön, sehr gut, total genial. Oder? Perfekt geklappt hier, super gefahren. Er ist im Thema klar aufgestellt, gibt dadurch Sicherheit. Sowohl für den Umgang als auch bei der Wahl der Begrifflichkeiten. Unterschiede gibt es für ihn, aber er wertet nicht. Wie geht eine Mutter damit um, wenn die eigene Tochter eine geistige Behinderung hat? Verschiebt es den Blick auf das Leben? Tränke ist da, also ein Brot vielleicht noch mal. Also Inklusion ist für mich einfach, dass andere Menschen, die keine Behinderung haben, mit Menschen, die eine Behinderung haben, ganz normal umgehen. Weil die meisten vergessen immer, dass es ihnen morgen ganz genauso gehen kann. Also jetzt sage ich mal, bei Philippa ist es nach 6 Wochen gekommen, dass sie eine Krankheit hatte, eine Infektion und dann eine geistige Behinderung, die Folge davon ist. Aber es gibt ja auch Autounfälle, Schlaganfälle, dann kann man auch geistig behindert sein. Und da gibt es so viele Dinge, dass die Leute das vergessen. Und für mich ist das Wichtigste, dass man einfach mit behinderten Menschen ganz normal umgeht. Und das sind auch nicht nur Behinderte, das sind auch ältere Menschen, die werden ja auch heutzutage nicht mehr so gerne integriert und nicht mehr so gerne drum gekümmert. Und die geben einem genauso viel auch zurück, wenn man sich einfach mal mit ihnen beschäftigt und mit ihnen was macht. Und das ist aber auch bei den behinderten Menschen so. Und für uns ist es einfach am wichtigsten, dass man normal mit ihnen umgeht und das haben wir zu Hause auch schon immer gemacht. Philippa ist behindert, aber alle sind ganz normal bei uns ein- und ausgegangen. Wir haben sie überall mit hingenommen, wir haben alles mit ihr gemacht. Und für uns war es nie ein Wehmutstropfen, dass sie jetzt eine Behinderung hat. Sicherlich kommt einem irgendwann mal der Gedanke, wie wäre es gewesen, wenn das Leben, also wenn Philippa jetzt nicht behindert wäre. Aber ich glaube, wir haben ein tolles Leben. Bei uns stimmt alles. Auch mit der ganzen Familie zusammen leben wir das, Inklusion, und kann da nichts Negatives sagen. Also eine Freundin hat mal gesagt, der liebe Gott sucht die Menschen danach aus, die damit umgehen können. Und das ist so unser Leitfaden, dass wir auch noch nie gesagt haben, ach, warum hat es uns getroffen? Habe ich noch nie. Von Anfang an. Sportlich sind Katrin und Henrik allemal. Und ihr Talent haben sie an Pippa weitergegeben. Also Henrik kann da vielleicht noch mithalten, ich kann da bei ihr nicht mehr so mithalten, sie ist schon stärker als ich. Also nach der Pause ist das gleich ein ganz schönes Brett. Weil man ist auch gar nicht richtig warm gefahren, ne? Es geht es gleich warm fahren, also bei mir war es jetzt wirklich dieses warme Mittagessen. Deswegen gibt es. Und Pippa ist meines Erachtens hervorragend gefahren. Ja, die fährt ja auch so ihren gleichmäßigen Rhythmus, ne? So gleichmäßig. Oder? Also, man merkt es denn, wenn das Lächeln aufhört und so, ne, der ernste Gesichtsausdruck kommt, dann weiß ich genau, da muss man ein bisschen langsamer machen. Aber du siehst das, du musst von vorne mal gucken in der Abfahrt. Das Grinsen wird so breit. Das ist mir aufgefallen, dass du bei Uni 5. Im Radfahren haben Henrik und Katrin Pippa selber trainiert. Ihre schulische Bildung liegt inzwischen 9 Jahre zurück. Also da, wo Philippa zur Schule gegangen ist, ihre gesamte Schulzeit, das war schon sehr schön, weil es ist, sag ich mal, heimatnah, 10 Kilometer entfernt. Man konnte sie auch mit einem so einem kleinen Bus auch dann abholen lassen, dort zur Schule bringen.
hatten tolle Lehrer, waren kleine Gruppen, das war wirklich auch für ihr Handicap wunderbar, weil sich manchmal auch so gerade am Anfang immer sehr zurückzieht und in großen Gruppen das vielleicht nicht so ganz gut haben kann. Und da wurde sie in ihren Möglichkeiten auch toll gefördert. Und da gibt es eigentlich nicht, wo ich sagen würde, das hat nicht gepasst. Und dann muss man auch irgendwann noch akzeptieren, dass die Behinderung vielleicht auch irgendwann eine Grenze hat, wo das mit der Förderung nicht weitergeht. Und da muss man dann einfach sagen, bis hierhin geht's und die haben alles probiert und dann muss man dann einfach sehen, was kann man mit dem machen, was ihr bis dahin beigebracht habt. Pippas Leben besteht aber nicht nur aus Radfahren. Sie arbeitet heute Nachtschicht in einer Bäckerei, auf dem ersten Arbeitsmarkt. Man versucht ja immer irgendwie sagen, für seine Kinder irgendwie das Optimum zu erreichen. Das versucht ja jeder, mit oder ohne Handicap, egal. Groß ob klein, ob jung, ob alt oder wie auch immer, ob schwarz, ob weiß. Wenn man das versucht, muss man gucken, was für Möglichkeiten da stehen. Man kann ja nicht irgendwie einen gehandicapten Menschen, der wirklich schwer gehandicapt ist, versucht auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Da muss man immer so eine Nische finden. Und aber für viele, die irgendwo so eine Möglichkeit haben, sich da zu integrieren und wenn dann der erste Arbeitsmarkt auch die Möglichkeiten bietet, dann ganz speziell auch die Mitarbeiter, mit denen der gehandicapte Mensch zusammen den Arbeitstag verbringt oder wie bei Philippa die Arbeitsnacht und das akzeptiert und da eine gute Harmonie entsteht, dann ist es selbstverständlich, dass man sagt, wir würden es gern versuchen, diesen Weg zu gehen. Und das ist das Normalste eigentlich, was jetzt auch immer aus der Politik eigentlich auch herangetragen wird, dass man eigentlich versucht, den ersten Arbeitsmarkt für gehandicapte Menschen zu ermöglichen. Wenn das nicht möglich ist, dann sind die Einrichtungen und Werkstätten diejenigen, die diese Leute auffangen, die Menschen auffangen und denen eine Möglichkeit geben, in so einer beschützten eigenen Welt ihren Arbeitsplatz zu finden. Aber das andere ist, denke ich, immer das Wichtigere, weil die dann auch dieses Thema der Inklusion wieder auffassen und einfach in den normalen Arbeitsalltag integriert sind. Aber auch genauso ist es da, wir dürfen es nicht, auch wenn wir diese Möglichkeiten per Gesetz haben, wir sagen, jeder muss irgendwie in die Schule reingedrückt werden, in den Arbeitsplatz, nur weil die Eltern das wollen. Das geht auch nicht. Es muss passen. Und ich sage, das ist das Entscheidende, dass der Arbeitsplatz mit den Arbeitnehmern und das Drumherum, dass das funktioniert. Und wenn man diese Möglichkeit hat, dann denke ich, kann man viel aufbauen, auch für Menschen mit Handicap. Gegenseitigkeit und die jederzeit unterstützende Hand. Das ist Inklusion. Ob auf dem ersten Arbeitsmarkt, in den Werkstätten oder bei der uns bekannten Suche nach einer Toilette. In Eppendorf ergibt sich nach dem Teamwechsel genau wieder diese Frage. Keine Gastronomie, keine öffentlichen Toiletten. Der örtliche Fahrradladen entpuppt sich als Rettung und bietet sogar bis nach Feierabend seine Hilfe an. Gegenseitigkeit bedeutet auch, sich für Hilfe zu bedanken. Dafür, dass wir eure Toilette hier nutzen dürfen. Ja, das ist nicht normal, nicht üblich. Man fragt hier und da mal und der eine oder andere sagt, ja, ach nee, und geht nicht und tralala und ja. Und dann ist es schön. Das ist alles gut. Ne, dann ist es schön, wenn man jemanden findet, der so ein bisschen auch sagt, okay, ihr könnt bei uns und dafür haben wir extra noch einen schönen Kalender für euch hier. Nee, aber das nicht während dem Toilettengang. Das ist der Kalender zu unserem Projekt. Ja. Ach, das ist aber lieb. Das ist das Inklusionsprojekt. 9 Radfahrer fahren eine Woche lang 2700 Kilometer durch Deutschland. Prospekt gerade durchgelesen. Ja. Wir waren gern hier in Eppendorf. Ne? Das ist schön. So, perfekt. Und jetzt muss ich noch mal dahin, ne, wo der Kaiser auch zu Fuß hingeht. Ne? Ja, das machen wir. Ja, alles klar. Das geht sein Dank. Wunderbar, perfekt. Dankeschön. Eppendorf liegt hinter uns und bleibt durch die Gastfreundschaft der Besitzer des Fahrradladens in guter Erinnerung. Mir wird klar, wie wenig es scheinbar zur Meinungsbildung braucht. Verallgemeinerungen von persönlichen Erfahrungen oder Sachverhalten führen oft voreilig zu Aussagen wie Eppendorf ist freundlich oder im Gegensatz dazu Dresden ist braun. Wir bilden uns unsere Meinung oft sehr schnell, ohne uns ein differenziertes Bild zu machen. Ein differenziertes Bild von Menschen, Situationen und Meinungen. Voraussetzungen, um neue Wege zu gehen. Selbst wenn vorgegebene blaue Linien verlassen werden. Wir haben denen doch aber gesagt, die sollen auf der blauen Linie fahren, dann kommen sie doch hier durch. Die sind aber nicht auf der blauen Linie, sie sind noch daneben. Sie fahren jetzt auf dem schnellsten Weg hier unten hin und das ist dann nicht Tauche, das ist eben hier unten am See, der Punkt Gießendorf. Gießendorf ist der Punkt. Wer ist denn da der Co-Produzent? Wer sitzt denn auf dem Beifahrersitz? Das ist kein Witz.
Ich habe heute Morgen überlegt, heute Abend bei der üblichen Ansprache, mal Eugen zu loben. Vergiss es! Kannst doch nicht loben. Na doch. Am zweiten Tag machen die, was sie wollen. Nein, und fahren. gestern hättest du es machen können. Ja, gestern. Oder, nee, andersrum. Lob führt dazu, dass du Leistung erzielst. Kein Lob, keine Leistung. Also. Was der neu berechnet, spinnst du? Ja, der SIM-Karte. Ja. Ein Team will versorgt werden. Ohne Logistik geht gar nichts. Schon gar nicht bei einer solchen Tour. Dafür sind Menne, Gerhard, Eugen und Arne zuständig. Strecke sichern, kochen und die Begleitfahrzeuge fahren. Am Ende der Woche werde ich echt nicht sagen können, was auf mich anstrengender wirkte. Fahrradfahren oder die Logistik stemmen. Wir sollen die Umleitung fahren, Sie fahren nach Hause, können nach Hause fahren. Schnell geraten die Radfahrer bei der Tour in den Fokus. Wie wichtig jedoch die Logistiker sind, die die Akteure umsorgen, ist für Thorsten ganz klar. Das Zusammenspiel nicht da ist. Wenn ich jetzt deinen Job machen müsste, ich könnte mit dem Navi nicht, die Abstimmung passt nicht, ich weiß nicht, wo das liegt, ich weiß nicht, wo das liegt. Also da sieht man mal wieder, dass eigentlich die Leute aus der Crew, aus den Begleitfahrzeugen, die das alles machen, wesentlich wichtiger sind als die Radfahrer. So, und es gibt viele Momente, da ist nichts mehr schön. Da willst du, das habt ihr ja jetzt gesehen, da willst du einfach nur noch pennen, da merkst du, dass dein Körper nicht mehr richtig funktioniert, dein Geist wird richtig matschig. Und ich als Radfahrer komme dann rein, leg mich hin, aber du als Crewmitglied musst wissen, wo was liegt. Ja, du musst die nächste Strecke, wo ist was gebucht, dann ruft dich noch einer an und quatscht noch irgendwas voll. Euer Job ist wesentlich wichtiger als vom Radfahren, um es funktionieren zu lassen. Radfahren musst du natürlich auch können und trainieren, aber das, was ihr hier macht, das kannst du ja auch nicht trainieren. Eugen ist Pippas Großvater. Sie leben im Mehrgenerationenmodell unter einem Dach. Auf der Tour bereitet er in seinem Wohnmobil die Mahlzeiten zu. Mit im Wohnmobil und mit den Finanzen betraut ist Arne, ein Kollege und Freund von Henning. Auf dem Einkaufszettel stehen Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte. Alles nichts für uns. Damit dieses Inklusionsprojekt realisiert werden konnte, waren Spenden von Sponsoren notwendig. Wer jetzt aber denkt, dass es eine nette Urlaubstour auf Kosten der Spender war, der irrt. Das gesamte Team trug die Kosten für Verpflegung und Übernachtungen selber. Irgendwie Schmerzen im Knie. Hab ich da irgendwo eine komische Mannschaft, oder? Ein 5-Gänge-Menü muss Eugen nicht zubereiten. Die Ansprüche der Radfahrer sind minimalistisch. Also aussehen tut es gut, ich muss bloß schmecken. Aber ich gehe mal davon aus. Optik und Geschmack zählen für Matze dennoch. Wieder einmal bemerke ich, Matzes Glas und seine Schüssel sind immer halb voll und nie halb leer. Ja, also. Schrei ich jetzt mal nicht. Eine Woche mit Eugen kannst du dich auch nur noch auf zu Hause freuen. Ja. Egal wie beschissen das ist. Ich habe ihm mit Mochi gesagt, bloß gut, dass er nicht mein Freund ist, weißt du? So ein. Ja, mach mal weiter so.
Was ich auch nicht verstehe ist, wir sagen alle, dass den Frauen irgendwo manchmal so ein Orientierungssinn fehlt. Und wir haben nur Frauen da vorne im Navi. Ist auch Quatsch, oder? Thorstens spontane Lebensweisheiten sind nicht immer wissenschaftlich fundiert, sorgen aber für das ein oder andere wichtige Lächeln auf der Tour und lenken von den Strapazen ab. Die Tour erreicht nun fast die Herzspitze. Es sind noch 12 Stunden bis Mindelheim. 12 Stunden Asphalt, 12 Stunden Anstrengung und 12 Stunden Vorfreude. 12 Stunden bis zur Heimat von Matthias. Matthias ist 29 Jahre alt. Er lebt, arbeitet und liebt in Mindelheim, seine Heimat. So, Team 1, macht Hackengas, wir wollen nach Mindelheim. Jo. Ja? Wir warten schon, ich hab schon nicht, dass es am Ende wieder eng wird. Mindler sind zuerst so nervös. Du fährst durch jetzt bis auf Mindelheim. Ja? Einmal ein Bild machen. Das ist ja meine Heimat hier, die Gegend. Mindelheim hat Großes zum Empfang ihres Matthias vorbereitet. So überlässt das Team Matthias die Pole Position bei der Einfahrt nach Mindelheim. Ui! Ja, ganz tief. Und Matze, hi! Ja, ich kenne mich ganz gut aus. Wie oft fährst du denn da hoch und runter? Oft. Zweimal die Woche? Mindestens, ja. Ja? Wir kommen ja direkt rein. Ja, wie spät ist fahren wir los jetzt? Oder? Ja. Also, Dangele! Kette rechts. Du fährst vor. Passt es doch. Ich weiß ja, da kommen wir direkt ins Stadt. Muss ich erklären, muss fahren. Fahr mal vor, du kennst dich ja aus. Sind alles so weit? Ja. Politiker, Freunde, Kollegen und Familie begrüßen Matthias und seine Mitstreiter. Für Matthias ist es eine besondere Freude, seine Eltern, Geschwister und seine Freundin auf diesem Zwischenstopp sehen zu können. Stolz sind sie auf ihn. Sie fahren eine Tour für Leidenschaft, soziale Verantwortung und dafür, dass Vielfalt Normalität bedeutet. Anders als David, Kevin und Pippa arbeitet Matthias nicht am ersten Arbeitsmarkt, sondern in den Unterallgäuer Werkstätten. Ja, im Metall arbeite ich, am CNC-Maschinen. Da tun wir halt auch bohren, entgraben, schleifen, bürsten. Das sind auch so Werkstücke, ja. Die werden abgesägt und dann tun wir das alles so bohren, entgraben. Ja. Und das macht die Maschine auch automatisch. Bei der Arbeit hat er auch seine Freundin Angela kennengelernt. Mit dem partnerschaftlichen Zusammenleben hat Matthias auch schon so seine Erfahrungen gemacht. Ja, also mehrere gehabt, aber eine war ein Jahr, eine war 2 Jahre, alles los. Und nur eine war auch bloß ein Jahr, das war auch nichts. Da haben wir gestreitet und so. Es hat noch keinen Wert gehabt, wenn man streitet.
Das gemeinsame Spendensammeln verliert das Team auch in Mindelheim nicht aus den Augen. Das Interesse an der Tour ist groß. Der örtliche Rundfunk, das Fernsehen, die vorbeischlendernden Menschen. Alle sind neugierig auf das Inklusionsteam. Einen besseren Ort als den Marktplatz lässt sich kaum finden. Findet doch Inklusion genau dort statt, im Zentrum der Gesellschaft. Gestaltet wurde er von Künstlern mit und ohne Behinderung aus Braunschweig zum Thema Fahrrad. So, und das ist ein super Werk. Und ja, einer geht natürlich an den Sepp. Ja, danke schön. Danke. Einer wird hoffentlich nächste Woche im Zimmer des ersten Bürgermeisters hängen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen für die Unterallgäuer Werkstätten. Ich hoffe, es findet sich irgendeiner, der 2 Nägel in die Wand schlagen kann. Ja. Wir bedanken uns bei allen. Nach 76 Stunden auf dem Rad und auf den Beinen, in durchgeschwitzten Trikots und mit müden Knochen, reichen Henning und Kevin nicht mehr nur kalte Getränke. In seiner langen Geschichte wurde der Stadtbrunnen von Mindelheim sicher noch nie als Schwimmbecken genutzt. Dank des Löwenherz-Teams bekommt er an diesem heißen Sommertag eine neue Funktion. Heimat, der sichere Ort, wo man sich angenommen und aufgenommen fühlt, sich zugehörig fühlt. Zu schätzen weiß man seine Heimat oft erst, wenn man sie verlässt, sich auf den Weg macht. Auf den Weg macht, neue Pfade zu erkunden. Jetzt, wo kann ich noch so? Morgen fährt das Team 2 die ersten 50 Kilometer Richtung Oberstdorf. Dann Abfahrt 7:30 Uhr. 7:30 Uhr. Das wenn heißt, wir hier in die Pedale treten. Ja, aber müsst ihr ja vorher. um 5:30 Uhr aufstehen. Mit Erholung hat die Löwenherz-Tour wenig zu tun. Die Etappen sind anspruchsvoll. Unweit von Mindelheim liegt Oberstdorf, als nächstes Etappenziel auf der Strecke. Oberstdorf ist zugleich der südlichste Punkt der Herz-Tour und die Heimat von Kevin. Die Strecke hat auch hier nichts mehr mit dem norddeutschen Flachland zu tun. Kräftig in die Pedalen treten und ziehen. Welche Kräfte bei allen Radfahrern beim Treten und Ziehen wirklich wirken, bekommt Teamchef Toto zu spüren, als seine Pedalbefestigungen am Schuh brechen. Da oben ist es abgebrochen. Und jetzt sieht man mal, wie oft man eigentlich beim Fahren zieht. Das ist ein Gefühl für einen Rennradfahrer, als ob er mit Badelatschen fährt. Ehrlich, du schwapperst so drum rum an diesen. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Kenne ich gar nicht. Zum Glück liegt ein Fahrradladen auf der Strecke. Denn dieser Zwangsstopp wirft das ganze Team im Zeitplan nach hinten. Ein Team, eine Gesellschaft ist halt immer nur so stark wie das schwächste Glied. In diesem Fall ist es der Schuh des Teamchefs. Kunststoff. Ja. So, normalerweise musst du die immer richtig anpassen, aber ich hoffe, dass es jetzt... Neue Schrauben kannst du auf jeden Fall haben. 3 Imbusschrauben später ist das Problem gemeinschaftlich gelöst. Und es kann weitergehen. In Oberstdorf steht wieder ein Empfang auf dem Programm. Denn Kevin soll in dem bekannten Wintersportort gebührend empfangen werden. Nachher 3 Kalender und mit Sicherheit 2 T-Shirts oder so. Okay. 3 Kalender auf alle Fälle bei euch raus. Ja, gut.
21 Jahre alt mit 21 Jahren habe ich angefangen, Rennrad zu fahren. Und was gefällt dir beim Rennradfahren besonders gut? Naja, auf der Straße zu fahren, für mich ja auf dem Gehweg halt und dann auch Anstiege halt. Deswegen, seitdem ich das mache, macht es mir Spaß, da auch mit dem Rennrad zu fahren halt. Oberstdorf hat sich aufgemacht, das Inklusionsteam und einen seiner Bewohner gebührend in Empfang zu nehmen. Für Kevin ist Oberstdorf die Heimat. Das Touristikzentrum hat Kevin eine befristete Stelle als Haustechniker zur Verfügung gestellt. Auch hier der erste Arbeitsmarkt. Ja, mein Name ist Horst Graf, ich bin Tourismusdirektor hier in Oberstdorf. Ja, und Kevin, der bei euch ja mitfährt, ist unser Sonnenschein. Kevin ist ein gut gelaunter Kollege von uns in der Haustechnik und es macht richtig Spaß, mit ihm zu arbeiten, trotz den Einschränkungen, die er manchmal an den Tag legt. Ich denke, wir haben auch hier eine gewisse soziale Verantwortung. Und das sind ja Menschen, die nicht schlechter arbeiten, sondern das sind Menschen, die gewisse Einschränkungen haben. Auf diese Einschränkungen sollte man Rücksicht nehmen. Auf diese Einschränkungen kann man auch in gewissen Bereichen Rücksicht nehmen. Und von daher muss man sich wirklich auch als Arbeitgeber fragen, wie kann ich solche Leute integrieren und wie kann ich ihnen auch eine Chance geben? Und zwar auf dem ersten Arbeitsmarkt. Vor der Beschäftigung als Haustechniker lag für Kevin, wie für andere Kinder auch, eine 12-jährige Schulzeit. Ich war erstmal erst 4 Jahre in Rettenberg in der Grundschule gewesen. Da habe ich auch Sport gemacht. Was habe ich da gemacht? Ja, also über Geräte klettern halt, über den Wandsprossen, dann auch schwimmen auch und dann auch Skifahren, langlaufen und danach dann Fächer halt Rechnen gehabt, auch Werken, Computer halt und dann noch ja, Religion. Und danach bin ich nach 4 Jahren nach Kempten in die Promoterschule gegangen, auf der Förderschule. Da war ich auch dort länger, 8 Jahre war ich dort. Insgesamt war ich 12 Jahre in der Schule dort. Dann habe ich auch halt da habe ich Werken gehabt. Dann noch Rechnen, Lesen und ja, Schreiben und auch ein bisschen Englisch gehabt. Wie steht die Oberstdorfer Politik zum Thema Inklusion? Ja, mein Name ist Gerhard Schmid. Ich bin 3. Bürgermeister der Gemeinde Oberstdorf. Bin heute und morgen amtierender Bürgermeister und durfte heute bei dem Empfang der Sportler dabei sein, der Löwenherz-Tour. Und es war ein wunderschöner Empfang hier und wir freuen uns, dass unser Mitarbeiter der Gemeinde, der Kevin Burba, den ich persönlich kenne, dass wir ihn mit begrüßen durften. Er ist ein Teil der Gruppe und es war eine Riesenbegeisterung und eine Riesenfreude, dass er dabei sein konnte. Ja, Inklusion ist natürlich sehr, sehr wichtig, also nicht nur im Bereich der Gemeinden, auch natürlich im Bereich der Privatwirtschaft. Aber gerade die Gemeinde sollte natürlich Vorbild sein, gerade auch als Arbeitgeber. Man sollte natürlich Arbeitsplätze bieten, auch Arbeitsmöglichkeiten bieten, die allen Personen Gelegenheit geben, Arbeit zu bekommen. Natürlich sollte der Ort entsprechend gestaltet sein. Barrierefreiheit ist eine ganz wichtige Sache. Da sind wir am Arbeiten, da sind wir dran. Es ist ein fortwährender Prozess und wir sind guter Dinge, dass wir das alles auf die Reihe bringen. Der erste Arbeitsmarkt, die Werkstätten. Begegneten mir diese Begriffe bislang als entweder oder, sind sie doch verzahnt. Denn die Aufgabe der Werkstätten ist es auch, die dort beschäftigten Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. In 2 Jahren war ich in Sonthofen auf der Allgäuer Werkstätten gewesen. Da habe ich durchgeschnuppert halt und dann habe ich Schreinerei da gearbeitet, halt auch in Hauswirtschaft. Und
mit Maschinen und so habe ich gemacht. Und dann kam ja, eine Entscheidung von meiner Betreuerin, dass ich eine Außenarbeitsstelle da gesucht habe, wo ich in Oberstdorf arbeite, bei Haustechnik. Ja, und dann wird das zweite Jahr dann das sein. Und ja, man hat da Spaß daran. Und ja, meine Kollegen sind ja nett. Und ja, fahre dann mit dem Fahrrad hin zur Arbeit halt. Es fällt schwer, sich von Oberstdorf zu lösen. Aber das Löwenherz-Team muss weiter. Viersen wird der nächste Stopp sein. Ja, was sehr. Na sicher. Na, können wir aber wenn du tot ins Gesicht guckst, schon besser hast du eine schmutzige Brille auf, ne? Ja, das tun wir. Ja, mach's auch rein, ne? Ja. Auf dem Weg Richtung Norden kippt das Wetter. Regen setzt ein. Gemeinsam werden Kleidung und Fahrräder auf die neue Situation angepasst. Matthias' Stimmung trübt sich unterdessen nicht sonderlich. Und ist das so bei Regen nicht so schön? Nee, aber man muss durch. Ja, man muss durch. Da muss man aber langsamer fahren, oder? Ja, ein bisschen, ja. Ich glaube, vieles nicht. Der Wetterumschwung war der Vorbote für Schlimmeres. Rolando verspürt Schmerzen und erste Sorgen machen sich im Team breit. Ja, ich habe mir irgendwie einen Nerv eingeklemmt wahrscheinlich. Bin da gleich nach Hause. Heute Nachmittag war eigentlich alles super. Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr super. Jetzt kann ich mich kaum mehr bewegen. Ja, jetzt mache ich eine Pause, radel erstmal nicht und gucke, wie es morgen aussieht. Und was das ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist irgendwie ein bisschen verklemmt. Vielleicht ein bisschen zu nass gewesen oder irgendwo, wir haben Pause gemacht in der Tankstelle, da war eine Klimaanlage, vielleicht habe ich da einen leichten Zug oder was bekommen und jetzt geht erstmal nichts mehr, bei mir zumindest. Trägt tagsüber die Helligkeit noch zur Motivation bei, offenbart das Scheinwerferlicht in der Nacht die Anstrengung in den Gesichtern. Also von Beinen her alles gut. Und du merkst es im Kopf her, weißt du, so, du bist im Kopf so hohl. So, boah. Wenn du mal geht, sagst du Bescheid. David, alles gut? Ich hoffe bloß, dass das Gewitter, das war da nicht richtig. Ja, da habe ich ein bisschen... Dann kommt ihr sofort ins Auto. Sonst gibt es Absitzen im Auto. Wieso? Blitzt schon oder was? Ja, es hat vorhin ein paar Mal geblitzt. Wetterleuchten. Ein bisschen weiter weg noch, aber... Also Nick. David und Toto haben in dieser Nacht Glück. Sie umfahren das Gewitter. Wenigstens etwas. Wie viel haben wir noch? Ja, ungefähr 30, 40. 30. Ja, eine Stunde, eine gute Stunde. 40. Zwischen 30 und 40. Aber wir sind schnell. Wir sind über der Hälfte da. Oh, schön. Klasse. Ja, okay. Ja, habt ihr alle eine Macke hier, die Punkes oder was? Ja, klar. Der lacht sich halt kaputt. Ich fahre mir hier im Arsch wund. Oh, wir haben die Hälfte weg.
auch. Beides. Beides. Ich hatte gedacht, dass mal irgendwie so eine scheiß Tanke hier noch auf hat. Ah, Deutschland ist... Nee, ich wollte nicht tanken, ich will einen Kaffee. Servicewüste. Servicewüste. Ja gut, wir müssen hier oben aufmachen für... Wann kommt hier schon mal ein bekloppter Fahrradfahrer durch, der einen Kaffee nachts braucht? Weißt du, nachts um 1. Scheiße. Das sollten wir nicht fragen. Wenn du so lange wie ich mich besser fühle als du, ist alles gut. Verlange von mir bloß nicht, dass ich so lange nicht war, bis ich so rumlaufe wie du. Das wird ein Mist. Genau. Und dann ein Gewicht komplett runterziehen lassen. Soll ich ranhängen an den Beinen? Beine müssen frei sein. Auch das Aushängen bringt dem Rücken keine Besserung. Aber am Morgen will es Rolando noch einmal probieren. Zu weit gekommen, um aufzugeben. Also. Für Inklusion wird bereits einiges getan. Zum Beispiel gibt es Inklusionsbetriebe. Betriebe, in denen mindestens 25 und höchstens 50% Menschen mit Behinderungen arbeiten müssen. Gemeinschaftlich, auf Augenhöhe, mit Menschen ohne Behinderung. Das Käffchen in Viersen ist so ein Betrieb. Ja, ich begrüße Sie nochmal alle. Eben jetzt das Löwenherz-Team hier im Käffchen in der Brunnenlounge. Neben dem Käffchen haben wir hier eben auch noch Wohnungen, die inklusiv sind, wie das Löwenherz-Team, wie das Käffchen-Team. Machen wir hier heute eine inklusive Veranstaltung. Gleichberechtigt arbeiten ist hier die Devise. Solche Betriebe bieten eine hervorragende Beschäftigungsmöglichkeit für Menschen mit Handicap. Dass man hier gut essen kann, erlebt das Radteam direkt nach der Begrüßung. Eine willkommene Abwechslung zu Eugens Kochkünsten. Nein, immer 100 Kilometer. Die eine Gruppe fährt 100 Kilometer, dann steigt die andere, fährt 100 Kilometer. Dann fährt die andere wieder 100 Kilometer. Selbstverständlich beteiligt sich auch die Bürgermeisterin von Viersen am Spendenziel. Ein wirklich inklusiver Nachmittag geht zu Ende. Eine letzte Übernachtung und noch 42 Stunden bis zum Ziel in Braunschweig. Samstagmorgen. Ein Tag vor Zieleinlauf. Rolandos Befürchtungen bewahrheiten sich. Seine Rückenschmerzen sind nicht besser geworden. Er beschließt abzubrechen. Gute Besserung. Ist so kalt draußen, ja, dass du so? Mir ist kalt. Willst du Roland auch noch sagen? Ja. Guten Morgen, mach's gut. Ja, das geht alles. Jo. Er wird von Viersen aus mit dem Zug heimfahren. Für ihn scheint die Löwenherz-Tour hier zu enden. Es drückt auf die Stimmung des gesamten Teams. Also leider am letzten Tag irgendwie, mein Rücken ist noch ein bisschen schlimmer geworden. Ich bin so ein bisschen blockiert im Iliosakralgelenk und es macht keinen Sinn mitzufahren. Deshalb bin ich heute vom Team verabschiedet und wünsche dem Team gutes Ankommen auf der letzten Etappe und freue mich, euch morgen in Braunschweig wiederzusehen.
Jungs, ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh. Ich habe eine gute und eine schlechte. Dann fang doch mit der schlechten an. Nee, erst mit der guten. Oder? Oh, jetzt bin ich ja, wer denn? Was denn? Ja, ist lieber erst schlecht als wir erst gut, weil wenn du hinterher gute kommt, ist ja gut. Okay, also die schlechte. Roland kann kein Fahrrad mehr fahren. Den werden wir wohl zum Bahnhof bringen, der muss zurück nach Hause. Roland? Der ist hin. Kann ich gar nicht mehr bewegen. Das ist die schlechte. Ja. Also der fährt nicht mehr. Ja. Das müsste mit mir zusammen auskommen. Sind wir zu dritt, aber das schaffen wir ja auch noch bis morgen. Das ja. Können wir nachher alle drei, oder? Und dann hauen wir die 100 voll. Ja, das schaffen wir so zu dritt auch, das ist... Ihr beide schafft das auch zu zweit. Zu zweit jetzt das ausschaffen. Ja. Schaffen wir so. Wenn da denn einer aussteigt, also das bringt immer irgendwo viel Verwirrung. Aber ja, jetzt live, müssen wir jetzt mit leben. Auf den letzten Metern. Wir fahren nach Epe und gucken, ob wir da... Ja, aber ob da was gibt. Ja. Wie weit ist Epe? Oh mein Gott, das ist nicht so weit. Ja, 3 Kilometer. Ja, das geht, ja, weißt du, das geht. Das schaffen wir noch, oder? Ja, aber ich muss leicht kacken und so weiter. Ja, aber das bis danach dauert es schon mal. Recherchiert man den Begriff Inklusion im Internet, bekommt man fast den Eindruck, als ob Inklusion eine rein schulische Angelegenheit ist. Daran denke ich, als ich diese Schlagzeile lese. Inklusion ist jedoch eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich denke, dass sie nur bei vollem Einsatz gelingen kann. Wie beim Pokern. All in. Alles auf eine Karte setzen. Alles geben für Inklusion. Alle Menschen einschließend. All inklusiv. Inklusion bedarf Menschen. Menschen, die anpacken, zufassen und etwas bewegen wollen. Menschen, die auf andere zugehen. Menschen, die sich selber nicht überhöhen, sondern auf Augenhöhe bleiben. Menschen, die offen sind. Offen mit sich und der Welt umgehen. Menschen, die mutig sind und sich bewusst werden, dass wir alle schon morgen selber durch Unfall oder Krankheit mit einer Behinderung leben könnten. Und dann genau diese Inklusion erwarten würden. Letzte Station Lindwedel. So viele Menschen finden sich ein, um ihre Nachbarn und Freunde Pippa, Katrin, Henrik, Eugen und natürlich auch das ganze Team zu begrüßen. Und hier komplettiert sich das Team auch wieder. Rolando erscheint überraschend. Er lässt sich diese Zieleinfahrt nicht nehmen. Rolandos Wiederkehr wird gefeiert. Aber auch Eugen hat noch etwas auf seine Art zu feiern. Man hat ja gesagt, dass es eine geile Truppe war. Besonders möchte ich unsere Jungs hier, Kevin,
Matze, David und natürlich auch Pippa. So, es war kein Junge, ist egal. Denn zu dir komme ich noch, Stinker. Also die haben eine ganz tolle Leistung erbracht, muss man sagen. Also es war kein Schwachpunkt da. Ganz super geil. Kommst du noch vor, Kevin? Ja. Kevin hat zum ersten Mal in seiner Zeit, in der er jetzt Rad fährt, gestern, war das gestern oder vorgestern? Gestern 100 Kilometer in einem durchgezogen. Eine tolle Leistung. In unserem inklusiven Mikrokosmos kommen auf 4 Radfahrer mit Behinderung, 5 Radfahrer und 6 Logistiker ohne Behinderung, die für Inklusion kämpfen. Würde man das gesamtgesellschaftlich hochrechnen, bedeutete dies, dass es auf 10,2 Millionen Menschen mit Behinderung 28 Millionen Inklusionsaktivisten bräuchte. Ein unwissenschaftliches Rechenspielchen, aber ein Denkanstoß, denn eines wird deutlich: Inklusion braucht Idealisten und ein funktionierendes, unterstützendes Umfeld in Gesellschaft und Politik. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Für mich das persönliche Highlight war natürlich Pippa, David, Matze und auch Kevin kennenzulernen, intensiv kennenzulernen,
Mit Kevin habe ich eine intensive Bindung, da wir uns auch immer ein Zimmer geteilt haben und auch im Pony Express immer nebeneinander saßen und viel Unsinn gemacht haben, aber auch viele Gespräche geführt haben. Da hat sich schon eine Freundschaft daraus entwickelt und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, auch mit ihm in meinem Zimmer zu sein. Ich war eher so der Chaot, habe meine Sachen überall rumgeschmissen und Kevin war sehr strukturiert und hat seine Sachen immer ganz gerne zusammengelegt, hat dann auch wirklich jemand kam rein, dann hat er dann geduscht und Kevin hat auch morgens das Bett dann gemacht, wenn wir aus dem Hotel ausgecheckt haben und bei mir sah es wirklich aus wie Kraut und Rüben und da habe ich auch noch ein bisschen was von ihm gelernt, dass man halt auch wirklich doch ein bisschen strukturierter vorgehen kann, dann passt das eigentlich auch alles. Und ja, wir konnten, ich denke mal, wir beide speziell konnten auch viel voneinander lernen und das war auch cool und es hat auch richtig, richtig viel Spaß gemacht mit meinem Kumpel Kevin. Also sehr schön war es die Woche. Und mit meinem Team hat es auch sehr viel Spaß gemacht und macht es immer noch sehr viel Spaß. Wenn wir nächstes Mal irgendwann wieder zusammenkommen, dann macht es bestimmt auch wieder so viel Spaß. Sind ja alle ganz nett und lustig. Ja, auch der Kameramann, ne? Auch der Kameramann ist sehr lustig, genau. Stimmt. Endlich mal eine vernünftige Radtour. Ja.